Herzlich willkommen, wir begrüßen euch bei Erikas Selbstgemacht. Möchtet ihr wissen, wie man selber diese leckeren Wiener Würstchen herstellt, die dann so knacken sollten? Dann erklären wir euch das jetzt. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr unten nochmal nachlesen. Fleisch und Speck. So, dann nehmen wir 1 Kilo Rindfleisch. Sofort in wolfgerechte Stücke schneiden. Wir benötigen 1 Kilo Rindfleisch. Das habe ich vorher schon sortiert. Das ist mageres Schweinefleisch zum Kuttern. Dann benötigen wir noch Rückenspeck und noch Schweinebacke. Backe ist sehr kernig. Also das gibt in der Wiener zum Beispiel, in der Bockwurst gibt es den richtigen Biss. Speck und Backe waren bei uns insgesamt 1,6 Kilogramm. Wir hatten ein Gesamtgewicht vom Fleisch von 4,6 Kilogramm. Zur Herstellung der Wiener Würstchen benötigen wir Salz und Hilfsmittel. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in unserer Videobeschreibung. Hier noch ein Tipp: wiegt alle Zutaten einzeln ab und vermengt sie dann. Pökelsalz, Kutterhilfsmittel, Ascorbinsäure und Rotzucker werden miteinander vermengt. Dann bereiten wir die Gewürzmischung vor. Die genauen Mengenangaben und die Zutaten findet ihr auch wieder unten in unserer Videobeschreibung. Damit das Fleisch beim Kuttern nicht warm wird, benötigen wir noch eine Eisschüttung. Wir haben hier 1 Kilo Crasheis hergestellt. Eisschüttung, Salz und Zusatzstoffe und Gewürze. Alle Zutaten sind nun vorbereitet. Jetzt geht's ans Wolfen vom Fleisch. Jetzt drehen wir erst das Magerfleisch durch. Durch die 2 mm Scheibe. Das Schwein und Rindfleisch zusammen. Das Magerfleisch. Jetzt kommt das Kutterfett, das wolfen wir separat. Das Kutterfett und das Magerfleisch sind vorbereitet und jetzt geht's ans Kuttern. Als allererstes wird das Magerfleisch in den Kutter gegeben. Anschließend kommt das Salz und die Hilfsmittel dazu. So, dann geben wir ungefähr 2/3 der Eisschüttung hinzu. Und das Brät, das darf uns nicht zu warm werden, daher das Eis. Jetzt darf er kuttern. Jetzt müssen wir die Temperatur messen. Im Moment hat das Brät 5 Grad. Wir müssen so lange kuttern, bis es eine Gradzahl zwischen 8 und 10 Grad erreicht hat. Und dann wird es weiterverarbeitet. Jetzt kommt das Kutterfett dazu. Und unsere Gewürzmischung kommt dazu. Die besteht aus weißem Pfeffer, Zitronenpfeffer, Paprika edelsüß, Koriander, Muskatnuss, Piment, gemahlener Kümmel und Ingwer. Und das restliche Eis geben wir dazu.
Das Brät wird jetzt so lange gekuttert, bis es eine Temperatur von 12 Grad erreicht hat. Und dann ist es fertig. Jetzt werden die Würste befüllt. Dazu kommt das Brät in die Abfüllmaschine hinein. Der Schafseitling mit Kaliber 2022 wird jetzt auf die Tülle gezogen. Anschließend verknotet und dann geht's los mit Befüllen. Das Brät sollte in den Darm ohne Lufteinschlüsse sein. Habt ihr doch mal eins, dann nehmt einfach hier einen Wurstpiker. Schau wie da zum Beispiel, da macht man das eben so. Zack, ist es raus. Das Ende vom Darm wird dann wieder verknotet, ein neuer aufgezogen und dann wird so lange gefüllt, bis das Brät alle ist. Wiener Würstchen oder Frankfurter abdrehen. So, ich habe mir hier Markierungen auf den Tisch gemacht. 15 cm, so habe ich die Würstel immer gleich lang. Mehr oder weniger. Ich habe vorher die Vakuumbeutel ausgemessen und bin von dem Maß ausgegangen, sodass ich sie nach dem Räuchern und Brühen dann auch vakuumieren kann. Die fertig abgedrehten Würstchen werden jetzt aufgehängt. Eine wird zum Schluss durchgezogen, so hält alles schön auf der Stange. Die Stangen werden jetzt in den Räucherofen gehängt. Oben seht ihr unsere Wiener Würstchen. Und unten haben wir aus demselben Brät noch Käsebockwürste zubereitet. Das Rezept zeigen wir euch in einem anderen Video. Trocknen und umröten. Erstmal kriegen sie jetzt Temperatur, damit die umröten. Umröten und trocken werden. Die sind ja jetzt nass oder feucht, und wenn die feucht werden, dann nehmen die keinen Rauch an. Dann nimmt der Darm keinen Rauch an. Gut. Das Gas wird dazu entzündet. Die Kammer wird hineingeschoben und dann müssen wir so lange warten, bis wir eine Temperatur von 70 Grad erreicht haben. Die Würstchen müssen jetzt abtrocknen und umröten. Bei uns hat dieser Vorgang eine Stunde gedauert. Räuchern. Unser heutiges Räucherwerk besteht aus Rosmarinzweigen, Lorbeerblättern und mit Mörser angestoßene Wacholderbeeren. Das Räucherwerk kommt jetzt in den Räucherofen und dann wird geräuchert für ca. 45 Minuten. Schauen sie nicht gut aus. Unsere Wiener und die Bockwurst frisch geräuchert. Brühen. Die Würstchen müssen jetzt noch gebrüht werden. Dazu wird das Wasser auf 70 Grad erhitzt. Dann kommen die Würstchen hinein. So, und dann müssen wir uns was draufstellen. Irgendwie was Schweres. Alle Würste sollten unter Wasser sein. Für 45 Minuten werden jetzt die Würste gebrüht und dann sind sie fertig. Anschließend wird der Brühvorgang abgebrochen, indem wir sie in eiskaltes Wasser legen
und dann sind unsere Wiener Würstchen und die Käsebockwürste fertig. Gefällt dir mein Kanal und meine Rezepte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. So müssen sie sein. Selbstgemachte Wiener, da weiß man ganz genau, was drin steckt. Mit diesen letzten Bildern möchten wir uns von euch verabschieden. Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick gewähren, wie man Wiener Würstchen selber herstellt. Wir wünschen euch viel Freude beim Nachmachen. Die Käsebockwürstchen zeigen wir euch mal in einem anderen Video. So sahen sie aus, wo sie gebraten waren. Auch so lecker. Vielen Dank für eure Zeit. Wir wünschen euch jetzt alles Gute. Bleibt's gesund. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Erikas Selbstgemacht. Servus.